Hallo zusammen. Heute melden wir uns mit dem Teil 2 von der Europameisterschaft 2024 in der Tschechei. Wir haben auch hier uns wieder entschieden, das Ganze ein bisschen zu kommentieren, weil im ersten Video das durch eure Kommentare sehr positiv bewertet wurde. Tag 2 im Europa Truck Trail ist eigentlich so, jeder Fahrer fährt 4 Sektionen und das ist eben aufgeteilt pro Klasse. Und das ist dann wiederum aufgeteilt auf 2 Tage. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt, was wir gerne kommentieren sollen. Wir können auch gerne alte Videos mal kommentieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Video. Gut, wir starten hier mit einem Dreiachser in der Sektion 1. Tor 1, das bedeutet, wir haben das ja im ersten Teil schon besprochen. Hier war vor allem die Schwierigkeit, dass man eben 2 Holzstämme hat mit Steinen dazwischen, wo eben wie eine Schiene wirkt. Das heißt, hier sieht man auch, dass er ein bisschen sich rausziehen muss aus dem Ganzen. Mit dem Dreiachser war das sicherlich ein bisschen einfacher als mit den Zweiachsern. Hier geht es dann wieder hoch auf den Berg, wo es dann eben 90 Grad um die Kurve ging. Hatten wir auch im ersten Teil schon besprochen. Ich denke, gerade für die 3- und 4-Achser war das Ganze natürlich nochmal eine viel größere Herausforderung, weil es eben längere Fahrzeuge sind. Und hier sieht man jetzt eben, dass er sich auch erstmal vorne einhängt und versucht, das Auto eben richtig auszurichten. Schwierigkeit hier ist eben, dass er mit der Vorderachse das Tor nicht brechen darf. Und das bedeutet dann eben eine Rückwärtsfahrt, wenn man das mit der Vorderachse bricht. Man muss das Tor eben neu anfahren. Hier scheint es so zu sein, dass er mit den Hinterachsen beide Tore gebrochen hat. Und hier sieht man dann eben vorne auch den Stein. Hatte ich auch im ersten Teil schon erklärt, dass dieser Stein dann eben das Ganze nochmal schwieriger gemacht hat, dann eben im Wasser auch zu wenden. No jo, on já si jdu taky, ale já jsem si jdem do celou, pomalý nahoru, tak, dobrý. Já si jdu na tu největší sálu taky, ale ona to jsem si tam moc zavrtal. So, hier sieht man einen schönen Tatra, auch wieder ein Dreiachser, der in der Sektion 1 unterwegs ist. Hier wieder dieses Rutschetor, das sieht man wieder ganz schön. Also da wurde extra eine Steinplatte hingelegt, die eben sehr glatt ist, dass man da eben das Durchfahren nochmal erschwert, weil man eben halt das Fahrzeug schon oben so ausrichten muss, dass es eben gerade durchs Tor rutscht. Und dann sieht man hier nochmal den Ausgang aus dem Tor oder aus der Sektion. Und da waren eben auch sehr viele Steine, was zur Folge hatte, dass man gerade mit dem 3- und 4-Achser eben viel rangieren musste, um dann eben
das Tor korrekt anzufahren. So, als nächstes sehen wir hier einen Avia der Zweiachser-Klasse. Die sind dann eben am zweiten Tag in der Sektion 3 und 4 gefahren. Und hier sieht man eben ein Tor, auch sehr eng. Das Tor ist in einem gewissen Winkel gesteckt. Und dann musste man hier eben versuchen, sieht man hier auch, wie er so ein bisschen durchslidet, dass man hier eben vorrangig mit der Vorderachse nichts bricht, dass man eben nicht zurückfahren muss. Sehr interessantes Tor. Aber hier sieht man, der Fahrer hat es souverän gemacht. Dann hier nochmal das gleiche Fahrzeug, das war dann die Sektion 4. Da ging es dann gleich zu Anfang durchs Wasser. Wasser, wie gesagt, für die Reifen natürlich Gripverlust. Gerade dann, wenn es hinten dran, wie man hier sieht, wieder in die Steine reingeht. Und da hat man dann einfach nicht mehr die perfekteste Traktion. Aber wie gesagt, das ist extra gemacht. Und hier sieht man auch mal, dass eben ein Aufsetzer immer passieren kann. Das heißt, das Fahrzeug kam jetzt in dem Fall nicht weiter nach vorne. Das passiert eben relativ häufig. Ist eben auch ein großer Fehlerfaktor in den Trails. Hier hat man jetzt wieder gesehen, wie sich der Avia umpositioniert hat, um dann eben aufs Tor 3 zu fahren. Da gab es mehrere Varianten, wie man das machen hätte können, aber meiner Meinung nach wäre die Variante jetzt, die hier gezeigt wurde, einfach die sinnvollste, weil man dann eben A, keine großen Runden fahren musste, um eben sich umzupositionieren, weil die Zeit sowieso relativ knapp war in den Sektionen. Und da ist es manchmal einfach besser, wenn man sagt, okay, man nimmt das Vorwärts-Rückwärtsfahren in Kauf und kommt so schneller dann eben in dem Fall aufs Tor 3. Hier sieht man auch, dass er nochmal umpositioniert, weil einfach die Steine das Fahrzeug ein bisschen in die falsche Richtung gedrückt haben. Und dann wird hier eben umpositioniert und dann kann das Tor auch erfolgreich durchfahren werden. Was man hier halt nochmal sieht jetzt in den Ausschnitten, wie einfach die Hinterachse des Fahrzeugs im Moment erstmal nicht hochdrückt und dann tut er eben über die Vorderachse rumziehen und dann sieht man, wie er dann doch Grip bekommt. Das sieht man jetzt hier nochmal, also einfach innen hängen geblieben ist. Aber da muss man einfach ruhig bleiben und dann einfach zu Ende fahren. Dann sieht man auch, dass es dann irgendwann Grip bekommt und dann das Fahrzeug weiterfahren kann. Gut, jetzt haben wir hier den Weg zu dem in meinen Augen schwersten Tor in der ganzen Europameisterschaft. Und das Tor 4 ist 90 Grad zu diesen Felsen gesteckt und der Felsen endet eben relativ zügig. Das heißt, man musste hier wirklich schon fast balancieren mit den Fahrzeugen, immer vor-zurückfahren, um das Fahrzeug eben perfekt zum Tor auszurichten. Und ich denke mal, hier am Tor sind wirklich 70–80% der Fahrzeuge umgefallen. Man sieht hier neben der blauen Stange, dass dann da auch gleich ein riesen Absatz noch war. Das heißt, man musste wirklich sehen, dass man Richtung rote Stange fährt und da dann eben so weit wie es geht auf dem Stein im Tor bleibt.
Wenn dann eine Achse runtergerutscht ist, war das eigentlich schon so gut wie sicher, dass das Fahrzeug umfällt. Und hier sieht man jetzt eben, dass er durch Lenkbewegung auch das Fahrzeug umpositioniert und immer wieder vorsichtig vor und zurück fährt. Und hier sieht man auch, dass es super geklappt hat, dass er jetzt erstmal auf dem Stein geblieben ist und eben auch sich an der roten Stange orientiert. Das heißt, er ist stetig nach oben gefahren. Und das war eigentlich die perfekte Herangehensweise bei dem Tor. Aber das ist, wie gesagt, vielen, also mich eingeschlossen, das ist nicht geglückt. So, dann haben wir wieder den Magirus Deutz hier. Wo man hier eben bei Sektion 1 auch wieder dieses rutsche Tor fährt. Perfekte Ausrichtung eben schon oben nötig, weil man eben im Tor dann selber nur schwer korrigieren kann. Weil das Fahrzeug dann einfach tendenziell runterrutscht. So, als nächstes kommt hier ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug. Und zwar ist es ein sogenannter Superprototyp. Hier hat der Kollege aus der Tschechei einen Vierachser gebaut. Bei diesem Vierachser sind alle Achsen lenkbar und die Vorder- und Hinterachse wird über separate Motoren angesteuert. Das bedeutet, man kann im Prinzip während der Fahrt die Vorder- und Hinterachse separat wegschalten oder langsamer oder schneller machen. Das heißt, man kann den sogenannten Overdrive hier über die Elektronik, also quasi über die Motordrehzahl einstellen. Das Fahrzeug sieht man hier, war ganz neu gebaut, eben für die Europameisterschaft. Das heißt, da war jetzt noch nicht so die perfekte Einklang zwischen Fahrer und Fahrzeug. Aber nichtsdestotrotz sieht man auch hier, dass sich das Ganze weiterentwickelt und dass man eben immer wieder Innovationen auch einbringt oder einbaut und einfach die Fantasie von allen Modellbauern, die bei uns in der Szene unterwegs sind, hier einfach grenzenlos sind. Wie gesagt, das Fahrzeug ist in der Lage, wirklich auf einem minimalen Wenderadius zu drehen, wobei natürlich auch man dazu sagen muss, dass diese Fahrzeuge unheimlich schwer zu fahren sind, weil man einfach während der Fahrt so viele Funktionen gleichzeitig bedienen muss. Und ich denke, auch hier die Kollegen, die werden dann noch den einen oder anderen Testlauf machen müssen, dass eben dann diese Steuerung des Fahrzeugs in Fleisch und Blut übergeht. Insgesamt ist natürlich das eine sehr lustige Konstellation. Wie gesagt, gerade ein Vierachs-Prototyp, den hat noch nie jemand gebaut vorher. Das ist jetzt hier wirklich eine einmalige Sache. Das sieht man auch wirklich sehr, sehr selten, dass jemand das baut. Und hier gerade jetzt, wenn man unter dem Werbungsschild mal schaut, sieht man auch so ein bisschen unten rein. Also die beiden Hinterachsen, die beiden Vorderachsen werden eben separat über Motoren angetrieben. Und somit hat man eben dann die Möglichkeit, eine Achse wie gesagt wegzuschalten und damit kommt natürlich das Fahrzeug dann noch viel besser um die Kurve
als das ohne diese Funktion vonstatten geht. Ja, und zum Thema Superprototyp, wir werden noch ein Video machen, wo wir einfach das Reglement erklären und dann werden wir da auch noch ein bisschen auf die Hintergründe eingehen, warum diese Klasse entstanden ist und generell welche Klassen oder was bei welcher Klasse zu beachten ist. Gut, als nächstes sehen wir hier einen Zweiachser mit einer grünen Haube, relativ hübsch gemachtes Fahrzeug, haben auch unten die Felgen beklebt mit Werbung. Das ist eben auch schön, dass die Fahrzeuge natürlich zu 100% für Wettbewerb gebaut werden, aber trotzdem auch eben optisch ein bisschen die Modellbauleidenschaft mit in sich ziehen. Und das ist natürlich immer ganz toll, dass eben dann sich die Fahrer bemühen und machen da wirklich tolle Fahrzeuge. Das Fahrzeug gehört dem Bert Moltinger, das ist der ehemalige Vormann von der österreichischen Gruppe. Und hier sieht man den, wie er eben in der Sektion 3 unterwegs ist und hier den Parcours meistert. Was man jetzt hier auch sieht, auf dem Parcours haben sich ein paar Ameisen eingenistet. Das hat der Veranstalter dann eben mit Sperrband abgesperrt, dass man da eben die Tiere nicht stört. Und da sieht man, dass man doch auch im Wettbewerb im Einklang mit der Natur fahren kann. Ja, zurück zum Fahrzeug. Was man jetzt hier sieht, er hat sich vorne eben eingehängt mit der Vorderachse. Das bedeutet, er musste jetzt hier nochmal korrigieren und dann eben rückwärts auf dieses Tor zu kommen. Dieses Tor war auch wieder sehr schwierig. Oben haben wir einen Knüppeldamm und dann musste man eben auf dem Knüppeldamm auch wieder 90 Grad zum Damm ein Tor durchbinden. Sieht man jetzt hier schon, wie eng das mit dem Zweiachser war. Kann man sich ja vorstellen, wie das dann später mit dem Vierachser aussieht, dass man dann eben mit dem gesamten Fahrzeug schon hinten in der Luft hängt und dadurch dann eben das Ganze nochmal deutlich erschwert wird. Auch der Weg runter war nicht einfach. Da waren eben auch große Steine und eben auch alles unwegsam. Und da ist dann auch das eine oder andere Fahrzeug mal umgefallen. Gut, dann hier haben wir wieder einen MAN Zweiachser. Mehrfacher Europameister mit diesem Fahrzeug. Sehen wir hier in der Sektion 4, Tor 3. Da sieht man eben auch nasse Reifen, viele Steine und dann muss man eben sich da mit viel Geduld eben hocharbeiten, dass das Fahrzeug dann irgendwann Grip bekommt und dann das Hindernis überwindet. Das sieht man jetzt hier auch. Der Fahrer ist eben sehr ruhig geblieben, ist langsam weitergefahren und irgendwann hat dann eben durch die Lenkbewegung des Fahrzeugs einen gewissen Grip bekommen. Und er ist jetzt auch auf dem Weg zu dem schwierigsten Tor in der Sektion 4 oder bei der ganzen Europameisterschaft eben. So, was man jetzt hier sieht, auch nicht der perfekte Anfahrweg. Das bedeutet, der rutscht mit der Hinterachse schon in das Loch hinein. Und meist hat es dann eben die Folge, dass entweder das Fahrzeug umfällt oder dass man manuell einen Eingriff machen muss, weil eben das Rad sich unten so in den Stein rein
treibt, dass man eben weder vor und zurückkommt. Das sieht man jetzt auch hier, er hat jetzt korrigiert, versucht es wieder nach vorne und kommt aber wieder in dieselbe Lage. Und das sind halt eben Momente, gerade in der Europameisterschaft, wo man dann Herzklopfen bekommt, weil einfach natürlich man das bestmögliche Ergebnis haben will. Und solche Sachen kosten dann eben Zeit und manchmal eben auch viele Punkte. Gut, sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich lasse euch jetzt mal noch mit den letzten Impressionen von dem MAN in der Sektion 4 alleine. Hier sieht man eben noch mal eindrucksvoll die Steinlandschaft und auch vielleicht den Umfaller noch am Ende, wo er dann wirklich so eine Schräglage bekommen hat, dass dann einfach das Fahrzeug physikalisch nicht mehr weiterfahren kann. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wir hoffen auch, dass euch die Kommentierung ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben hat zu unserem Hobby. Und wie gesagt, wir freuen uns über einen Kommentar und ein Like und würden dann auch in Zukunft ein Video kommentieren. Investiert. Alles gut.